Ja, und jetzt werden wir erstmal hier diesen schönen Canyon mal reinwandern. Hier sind auch Eisenbahnschienen. Irgendwie angeblich soll da kurz vor 11 noch ein Zug fahren. Da muss Genau, man also erst aufpassen. nach 11 auf den Schienen laufen. Das wird uns gesagt, also erst nach 11 auf den Schienen. Mal gucken. Sieht bestimmt krass aus, wenn da ein Zug lang fährt. Ja, das ist bestimmt voll laut hier im Canyon. Ja. Na, jetzt werden wir erstmal den Canyon erkunden. Ja gut, dass wir nicht auf den Gleisen lang wandern. Ja, jetzt kam prompt der Zug, ne? Also ich habe daran ja ein bisschen gezweifelt, weil das sah jetzt nicht so vertrauenserweckend aus, dass da noch wirklich ein Zug fährt. Doch auf den Bildern von den anderen waren die Gleise auch ganz glatt gefahren. Ach Also so, das sah okay. schon so aus, als wenn da noch... Ja, aber so die Seiten, die so abgestützt sind, sehen nicht vertrauenserweckend aus. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein, sonst würde ja kein Zug fahren. Die Information, dass nach 11 Uhr kein Zug mehr fährt, stellt sich als falsch heraus. Später erfahren wir, dass die Bahnstrecke die beiden Bergbaustädte mit Laui und Redeia verbindet und auch aktiv genutzt wird. Weil die Bahnstrecke so besonders ist, fährt auch ein Touristenzug, die Rote Eidechse, die wir leider nicht zu Gesicht bekommen. Aber es soll eine schöne Art sein, die Schlucht zu erkunden, wenn man nicht wandern möchte. Im Jahr 2018 wurde ein großer Teil der Bahnstrecke durch starke Regenfälle und daraus resultierende Überschwemmungen zerstört. Das ist auch der Grund, warum man immer wieder Fragmente der alten Gleise findet. Erst seit einigen Jahren wird die Strecke wieder befahren. Ist hier mega schön in dem Canyon. Also wir sind auch gerade die Einzigen, die hier rumspazieren. Ist schon ziemlich cool. Hier ist auch natürlich kein Schild oder sowas, irgendwo, wo es dann so hingeht, oder weil es ist halt überhaupt nicht touristisch erschlossen. Ich glaube, hier ist auch eine Sackgasse, aber ja. Ja, kann sein, dass wir auch gerade in der Sackgasse gelaufen sind. Aber ist ja nicht schlimm. Das kann man alles so ein bisschen, aber das ist ja das, was das Schöne ist, das kann man alles so ein bisschen selber noch entdecken. Aber hier ist halt richtig Potenzial hinter, muss ich echt sagen, weil wenn man sich den Canyon anschaut, das ist so wunderschön. Mal so als kleinen Tipp am Rande, also wer so durch die tunesischen Canyon wandern will, sollte genug zu trinken mitnehmen und sich mit Sonnencreme eincremen. Also trinken haben wir dabei, aber das mit der Sonnencreme haben wir mal wieder vergessen. Wir haben gerade das erste Mal Datteln frisch von der Palme gefuttert. Richtig gut. Sehr lecker. Interessanterweise, einige Datteln haben Kerne drin, andere nicht. Was bei Weintrauben ja auch so. Ja, aber wenn man die kauft, haben die eigentlich immer Kerne. Nee, nicht jede. Ja, dann sind die entkernt. Nee, nicht so. Ich meine auch schon so an diesem Okay. Strauch dran. Ja, gut. Wollen wir queren? Weil hier wird jetzt hier immer... Ja. Dann gehen wir vorsichtig lang. Ab und zu sind hier auch Schafspuren zwischendurch. Also wenn hier Schafe rüberkommen, dann kommen wir hier auch rüber. Ja. Ah. Ist ein bisschen matschig, ne? Muss man nicht, dass wir plötzlich in so ein Matschloch einsinken. Immer schön auf dem Gras liegen. Ja. Wie ein Floh. Ich stelle mir das gerade wie so ein Treibsandfeld vor, in dem man Matsche einsinkt. Ich glaube, hier würden wir gut rüberkommen. Da ist einmal so eine trockene Stelle. Und dann liegen da ein paar Steine. Und dann springen wir rüber über das Schilf und dann... Da liegen 3 Meter dazwischen. Schaffst du nicht, 3 Meter zu springen? Ja, stimmt, hier sieht es gut aus. Das ist wie beim Furten. Am besten immer da überqueren, wo das Wasser schnell fließt. Das kann nur schief gehen. Auch nur so.
Seid vorsichtig, wir haben einen weiten Weg zurück. Ja. Okay, gleich weiter. Spring. Springen. Hat das super funktioniert. Ja, war ganz gut, dass wir die Wege gewechselt haben. Da unten ist nämlich ganz schön matschig drin. Und jetzt kommt gleich irgendwo hier eine Höhle. Das ist zumindest auf unserer Karte eingemalt. Gar nicht so leicht, den Höhleneingang zu finden. Wir haben so ungefähr so eine Beschreibung, wo das so sein soll. Aber oh. Jetzt gehen wir nochmal über die Brücke, gehen da runter und dahinter geht nochmal so ein Knick lang. Vielleicht haben wir da Glück. Die Höhle oder den Höhleneingang haben wir leider nicht gefunden. Aber ja, ist halt trotzdem mega schön hier alles. Ja, genau. Und wir gehen jetzt aber auch langsam mal zurück, weil ein bisschen was vor haben wir ja heute noch. Warum die Rommelpiste oder die La Pista di Rommel ausgerechnet den Namen eines deutschen Nazi-Offiziers trägt, ist uns nicht ganz klar. 2 Geschichten wurden uns von Einheimischen erzählt. Die Straße wurde für Truppenverlegung von Erwin Rommel gebaut und spielte eine wichtige Rolle im Tunesienfeldzug. Aber die etwas plausiblere Version ist, es ist eine alte Römerstraße, die in den 50er Jahren vom französischen Militär zu einem Pass ausgebaut wurde. Und irgendwie wurde aus dem Römer Rommel. Wie auch immer der geschichtliche Hintergrund ist, die Straße bietet eine fantastische Aussicht und es macht Spaß, sie zu befahren. Allrad braucht man nicht, etwas Bodenfreiheit würde reichen. Also es ist ein richtig schöner Weg hier hoch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht offroad-mäßig super anspruchsvoise. Es ist ein ganz normaler Plattenweg. Aber die Aussicht von hier oben, das ist echt atemberaubend. Das ist cool. Lohnt sich, diese Rommelstraße da einmal lang zu fahren. Ja, unterwegs haben wir auch noch ein paar Anhalter aufgelesen, weil das sind die beiden Tunesier, die gestern für uns gekocht haben. Und die wollen jetzt zum nächsten Campingplatz auf der anderen Seite und das passte zufällig und dann haben wir die natürlich gleich mitgenommen. Am Ende der Piste liegt Redejew. Etwas erschrocken sind wir und auch unsere Mitreisenden, dass wir durch eine kilometerlange Müllhalde fahren. Aber klar, das sind die Spuren der Zivilisation, dafür sind wir auch mitverantwortlich. Aber es ist gruselig und es stinkt unglaublich. Überall auf der Müllhalde brennen kleine Feuer. Von Ali, dem Besitzer des Campingplatzes, haben wir schon vorher davon gehört. Das ist auch der Grund, warum er seinen Müll nicht einfach in die Mülltonnen am Straßenrand wirft. Denn wenn diese geleert werden, landen sie einfach irgendwo in der Wüste.
Er selbst bezeichnet sich auch als Umweltaktivist, der versucht, politischen Druck aufzubauen, um ein nachhaltiges Müllentsorgungssystem zu etablieren. Auf dem Papier gibt es in Tunesien ein Recycling-System, aber in der Realität sieht es leider oft anders aus, vor allem in abgelegenen Regionen. Wir selbst versuchen, unseren Müll so weit wie möglich zu reduzieren und was brennbar ist, verbrennen wir, um unser Gewissen wenigstens etwas zu beruhigen. Der Rest landet dann in den Mülltonnen am Straßenrand, mangels Alternativen und wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann durch die Wüste wehen. Zum Glück sind die Palmwedel ganz weich. Hast du dir nicht einen Finger gepiekt? Ja, die sind spitz, aber lass dich gut wegbiegen. Ja, okay, das hier. Ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Médès und hier auf dem Weg wird uns halt noch so ein Wasserfall empfohlen, den wollen wir uns jetzt halt mal angucken. Und wir hatten auf dem Weg hier unsere erste Dromedar-Begegnung. Das war echt beeindruckend. Good morning. Ja, ich glaube, das mit den großen Touristenattraktionen ist nicht so unser Ding. Das ist ja hier eine kleine noch. Médès ist halt noch viel größer und das war uns eben gerade schon ein bisschen zu viel hier. Ich glaube, deswegen streichen wir das von unserer Karte. Ja. Und wir fahren gleich nach Treseur. Treseur. Das soll irgendwie so eine Oase sein, eine ganz schöne. Ja, und Vielleicht fahren wir auch nochmal diese Star Wars Kulissen an. Ja, genau. Obwohl- Gibt es auch noch so andere Kulissen? Gucken wir mal, was wir da so finden. Ja, das war auch viel los, aber ein bisschen was müssen wir uns ja mal gucken, müssen wir uns halt so zwingen. Ja, aber ich weiß nicht, in so einem Canyon mit ganz vielen Leuten dann so, weiß ich nicht. Ja, es gibt ja auch eine ganze Menge zu sehen außerhalb dieser bekannten Sehenswürdigkeiten. Also, Auf jeden Fall. Also da muss man sich nicht stressen. Nee, also das machen wir ja sowieso nicht. Also wenn wir das halt irgendwie eine Sehenswürdigkeit nicht schaffen, sind wir ja dann auch nicht traurig. Wir gucken uns dann halt andere Sachen an. Es gibt hier wirklich so viele schöne Sachen zu Ja. sehen. Schon alleine das vorhin mit den Dromedaren, da standen wir ja bestimmt auch 20 Minuten, eine halbe Das Stunde. war echt ein Highlight. Und haben die dann so an uns vorbeischleichen sehen. Also die sind wie auf Socken gelaufen. Das war echt schön. Also so eine Erlebnisse sind halt das, was... Das ist viel wichtiger als Ja. irgendwelche Sehenswürdigkeiten.